Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Staniszok Kanal. Genau so ein Bubble Tea machen wir heute selber mit Erdbeeren und selber gemachten Tapioca-Melonenperlen. Und dazu brauchen wir einfach nur ein bisschen Tapioca-Stärke und dann können wir auch schon loslegen. Ja, und dann fangen wir als erstes damit an, dass wir uns mal den Jasmintee kochen. Und dafür erhitze ich mir hier 700 Milliliter Wasser auf 85 Grad. Und dann kommen 7 Teelöffel vom Jasmintee hier in das Teesieb. Ja, wenn das Wasser dann 85 Grad hat, dann können wir dann den Tee aufgießen und den lassen wir dann für 7 Minuten ziehen. Wir brauchen einen möglichst kräftigen Tee, weil das wird ja nachher mit den Erdbeeren gemischt, die wir jetzt gleich als nächstes schon mal putzen können, solange wie der Tee zieht, und vierteln, und dann kommen die in eine Schüssel. Und dann können wir die mit dem heißen Tee aufgießen, lassen das kurz abkühlen und dann kommt die Schale mit den Erdbeeren und dem Tee in den Kühlschrank. Und da musst du dann mindestens 2 Stunden durchziehen, also dass das Aroma von den Erdbeeren auch auf den Tee übergeht. Ja, und da haben wir genug Zeit, die Tapioca-Perlen vorzubereiten, und dafür brauchen wir Melone, und das wollte ich schon immer mal machen. Ja, also wir brauchen 80 Gramm pürierte Melone, und ja, die püriere ich mir jetzt hier. Dann kommt die in einen Topf mit 45 Gramm Rohrzucker. Dann müssen wir zwischendurch noch kurz die Tapioca-Stärke abwiegen, 90 Gramm. Und dann erhitzen wir das Melonenpüree, und so wie das anfängt zu kochen, stellen wir den Herd aus, beziehungsweise ich habe jetzt hier einen Gasherd, den stelle ich dann halt aus. Und wenn du einen Elektroherd hast, dann zieh den Topf beiseite. Dann kommt ein Löffel von der Tapioca-Stärke hinein, und das verrühren wir dann so lange, bis sich die Stärke komplett aufgelöst hat. Also es sollten möglichst keine Klumpen mehr drin sein. Ja, und dann erhitzen wir das Melonenpüree wieder und rühren dabei die ganze Zeit weiter, so lange, bis die Tapioca-Stärke angefangen hat abzubinden. Ja, und dann müssen wir die Hitze danach sofort reduzieren, also beziehungsweise ich stelle mir hier das Gas aus. Wenn du einen Elektroherd hast, eben, dann ziehst du den Topf wieder beiseite, und dann kommt die restliche Tapioca-Stärke hinein. Das ist wichtig, dass die Melonenmasse richtig heiß ist, wenn die Tapioca-Stärke dazu kommt, damit die richtig binden kann. Wie das aussieht, wenn das nicht der Fall ist, das zeige ich gleich im Anschluss. In jedem Fall verrühren wir das, soweit es möglich ist. Dann stürzen wir die Melonenmasse auf die Arbeitsfläche und kneten die anständig durch. Und zwar habe ich das, weil die ist jetzt natürlich noch ziemlich heiß, verwende ich dazu hier die Handknöchel. Die können heiße Temperaturen ein bisschen besser ab. Das musst du ausprobieren. Also insgesamt übrigens, also das Kneten hat jetzt hier 4 Minuten gedauert, das habe ich jetzt natürlich abgekürzt. Am Ende sollte die ganze Tapioca-Stärke verarbeitet sein, und ein relativ fester Teig soll dabei herauskommen. Wenn das schief gegangen ist beim Kochen, dann zeige ich dir jetzt gleich mal, wie der Teig aussieht, beziehungsweise wie der Teig eben nicht aussehen soll. Dann hast du hier nämlich so eine super klebende Masse, und ja, damit kannst du nichts anfangen. Ich habe übrigens insgesamt 10 Mal angefangen, also nur um das schon mal zu erwähnen. Als nächstes portionieren wir uns den Teig. Ich habe jetzt hier 4 Stücke daraus gemacht, und die müssen wir dann zu Schlangen formen und rollen die auf der Arbeitsfläche zu möglichst dünnen Schlangen aus, denn wir wollen daraus ja jetzt gleich die Tapioca-Perlen
abdrehen und die müssen möglichst klein sein, damit die nachher durch den Strohhalm passen. Also müssen die Teigschlangen richtig schön dünn ausgerollt werden. Ja, und dann werden die in kleine Stücke geschnitten. Ich sage jetzt mal so Zentimeter lange Stücke. Besser wären halber Zentimeter lange Stücke. Ja, am Ende kann man noch sehen, warum. Also ein halber Zentimeter ist definitiv besser, als was ich jetzt hier geschnitten habe. Das ist ein guter Zentimeter. Ja, und dann kann man die alle schön rollen. Also ich finde, das ist eine sehr meditative Angelegenheit. Also da kann man jetzt schön die Tapioca-Perlen rollen. Am besten geht das, wenn man die ganzen Teigstücke nochmal mit ein bisschen Tapioca-Stärke abpudert und dann hier sich eine Schüssel bereitstellt und dann die Perlen gleich direkt in die Schüssel fallen lässt. Ja. So, dann als nächstes müssen wir die kochen und dafür kommen die für 20 Minuten in das leicht siedende Wasser. Am Anfang noch ein bisschen rühren, bis die Perlen nach oben kommen. Ja, und wenn die Perlen nach oben gekommen sind, dann 20 Minuten leise köcheln lassen, also sieden lassen und dann die Hitze ausstellen, Herd ausstellen, Topf beiseite ziehen, den Topf mit einem Deckel verschließen und dann nochmal für 20 bis 40 Minuten ziehen lassen in dem heißen Wasser. Ja, und dann können wir die abschöpfen und in kaltem Zuckerwasser abschrecken sozusagen, ja, abkühlen lassen. Beziehungsweise darin so lange liegen lassen, bis sie gebraucht werden, denn ansonsten kleben die schön zusammen. Ja. Und dann können wir schon unseren Bubble Tea hier anrichten. Ich habe jetzt hier ordentlich Eis ins Glas gemacht, damit das auch richtig schön kalt wird. Ja, und dann die Erdbeeren dazu, den Tee aufgießen. Einen Löffel und einen Strohhalm noch dazu, ne, zum Genießen. Da hat gerade zufällig der Jasmin geblüht. Und dann... So, da ist er. Unser Bubble Tea hier mit Wassermelone und Erdbeeren und grünem Jasmintee. Also, ja, inzwischen ist hier die Luftfeuchtigkeit auf 100% angestiegen, denn es hat mit dem Regen angefangen. Das ist halt Sommer, ne? Da regnet es. Aber das hält mich jetzt nicht davon ab, den gleich zu probieren, denn ich bin jetzt eben gerade fertig geworden und ich habe total vergessen zu trinken. Also ich bin kurz vorm Verdursten sozusagen und darum muss ich jetzt mal ganz dringend schnell einen Schluck probieren. Da hat sich doch prompt eine Perle verstopft. Ups. Ja, das ist der Vorführeffekt. Aber lecker. Mal weiter oben saugen. Schon wieder. Ja, also, das ist der Beweis. Man muss beim Formen darauf achten, die Perlen so klein wie möglich zu machen. Ja, also, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Ich genieße den jetzt und sage einfach Dankeschön fürs Zuschauen. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mal einen Daumen nach oben da. Und wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonniert hast, dann sei so lieb und abonniere den Kanal Nico Staniszok. Das freut mich wirklich. Also, ich verabschiede mich, sage Tschüss bis zum nächsten Mal und schönen Sommer noch.